Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch kurz zeigen, wie ihr Untersetzer selber nähen könnt, und zwar mit Briefecken, und wie ihr die Untersetzer dann auch mit Screenprinting oder Siebdruck beschmücken könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind Untersetzer, und zwar sind die selber genäht. Das ist ein gewebter Baumwollstoff, und ich will euch vor allem auch zeigen, wie ihr diese Briefecken schön hinbekommt. Und dann habe ich das Ganze mit einer Schablone aus Vinylfolie mit Siebdruck aufgebracht. Es hat den Vorteil, dass ich halt einfach mehrere Stücke damit bedrucken kann, und das mit nur einer Folie. Ich habe, das wollte ich euch auch noch sagen, ich habe die Marabu-Farbe genommen, weil ich einfach noch ein Töpfchen hatte aus diesem Starter-Set raus. Aber ich bin von der Farbe nicht 100%ig überzeugt. Vom Auftragen her fand ich die von Speedball wirklich besser, und ja, von dem her, wenn ich einen empfehlen würde, ich würde eher auf die von Speedball gehen. Ihr müsst halt einfach gucken, dass ihr die Textilfarbe habt und nicht die Acrylfarbe, damit das dann eben auch haftet auf eurem Stoff oder in eurem Stoff. Wie ihr das nähen könnt und dann eben bedrucken könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für diese Untersetzer braucht ihr auch gar nicht viel. Ich mache für mich 4 Stück. Deshalb habe ich 4-mal eine Baumwollwebware zugeschnitten, und zwar sind es bei mir 50 cm mal 36 cm. Und das gibt mir am Schluss eine Größe von 44 cm mal 30 cm. Das heißt, ihr nehmt einfach die Größe, die ihr nachher haben wollt, und gebt an allen Seiten 3 cm dazu. Und so schneidet ihr den Stoff aus. Ich habe den auch schon vorbereitet, und zwar habe ich den oben 1 cm umgelegt. Oder oben auf allen 4 Seiten 1 cm umgelegt, so gebügelt, und dann bei 2 cm umgelegt und so gebügelt. Und hilfreich dafür ist, wenn ihr so einen Lineal habt, weil da könnt ihr effektiv drüber bügeln. Das heißt, ihr könnt die Kante hier bei 1 cm anlegen, das Ganze bügeln und dann das einfach runterlegen, bis ihr auf dieser 2 cm Linie liegt. Und das Ganze so auch noch einmal bügeln, und dann habt ihr immer schön eine gerade Kante, und das hilft tatsächlich auch. Also das ist meine Empfehlung. Geschnitten habe ich das Ganze mit dem Rollenschneider und dem Schneiderlineal. Ich habe ein Essstäbchen, damit ich die Ecken dann ausarbeiten kann. Ich habe eine Stoffschere, Nadeln und die Wonder Clips. Natürlich brauchen wir ein Bügeleisen und die Nähmaschine. Was wir nachher für Screenprinting brauchen, das zeige ich euch nachher. So können diejenigen, die sich nur für diese Ecken interessieren, können jetzt das gucken und sich dann wieder ausklinken. Und eben um Screenprinting kümmern wir uns nachher. Was ihr also als allererstes macht, ist eben auf allen Seiten zuerst diese 1 cm umbügeln und dann die 2 cm umbügeln, und dann habt ihr das schon mal vorbereitet. Wenn ihr das gebügelt habt, dann habt ihr hier innen drin ein Viereck. Hier ist diese Überlappung von den 2 cm Kante her. Was ihr jetzt macht, ihr legt diese Kante hier rüber, und zwar knickt ihr die hier ein, wo ihr diese Überlappung habt. Das heißt, so nach unten, und da guckt ihr einfach drauf, dass die Bügelfalte von hier und hier mit den Bügelfalten hier und hier übereinstimmen. Das heißt, ich habe es einfach ein bisschen angezeichnet, weil es bei dem Stoff ein bisschen schwierig ist zu erkennen. Das heißt, hier geht die Kante weiter
und hier drüben. Na, so. Hier ist die Ecke, hier geht diese Faltkante weiter und hier geht diese Faltkante weiter. Und da geht ihr jetzt nochmal mit dem Bügeleisen drüber, damit ihr diese Kante hier gut angezeichnet habt. Das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier eine Kante haben, die gut ersichtlich ist. Jetzt legen wir diese 1 cm wieder rein auf beiden Seiten und drehen das Ganze quasi auf die andere Seite. Und zwar geht die hier von der Spitze runter und legt diese beiden Kanten aufeinander. Und jetzt habt ihr hier ja eine Kante, die ihr gebügelt habt. Ich zeichne das kurz an, weil es eben auf dem Stoff nicht so gut ersichtlich ist. Hier kommt die Kante, die ich gebügelt habe, plus dieses Teil hier. Und so geht das hier in die Spitze. Ich gebe da kurz eine Nadel rein, damit mir das nicht verrutscht. Das müsst ihr natürlich mit allen 4 Ecken machen. Ich bereite die kurz vor. So, ich habe mir diese 4 Ecken alle vorbereitet und auch kurz das eingezeichnet, damit ich das ein bisschen besser erkenne. Und jetzt könnt ihr diese Ecke einfach abnähen. Das heißt, ihr geht hier rein, einmal zurück und wieder vor, um das zu verriegeln, hier entlang, bis ganz nach vorne und auch wieder zurück, um zu verriegeln. Und das macht ihr mit allen 4 Ecken. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just... Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sollte das jetzt so aussehen und jetzt könnt ihr diese Ecken mit circa 1 cm Abstand abschneiden. Und jetzt könnt ihr die quasi umdrehen. Und dann das Ganze mit dem China-Stäbchen schön ausarbeiten, weil eigentlich haben wir hier diese 2 cm Nahtzugabe und da müsste es jetzt schön zu liegen kommen. Voilà. Wenn ich die Ecke schön ausgearbeitet habe, dann liegt es hier schön drauf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier eine schöne Ecke haben. Ich bügle das jeweils noch kurz, damit es auch wieder schön liegt. Und dann kümmern wir uns noch um das Abnähen. Aber zuerst bügle ich das kurz. Wenn ihr das dann gebügelt habt, dann sollte das hier wieder schön drauf liegen. Und jetzt geht es noch darum, das Ganze ringsherum abzunähen. Ne? Ich mache das jeweils so, weil die Obernaht immer ein bisschen schöner ist als diese Unternaht, dass ich effektiv das so auf die Nähmaschine lege. Und ihr seht da auch so ein bisschen, oder ihr spürt es auch, oder ihr messt es vorher kurz ab, wie breit ihr gehen müsst. Und ich lege das dann so auf die Nähmaschine, dass ich den richtigen Abstand habe, mache die Nadel nach links und dann nähe ich hier quasi mit ca. 2 bis 3 mm Abstand von dieser Kante, nähe ich einfach das Ganze ringsherum ab. Ich mache das für mich jeweils so einfach als Hilfestellung, dass ich weiß, wie weit ich hier in den Ecken rausgehen muss. Ich weiß, bei mir ist es 1,6 cm, nee, 1,7 cm. Das heißt, ich nähe quasi hier entlang und deshalb gucke ich hier bei 1,7 cm. Das heißt, hier ist mein 1,7
und da ist die 1 und da mache ich einfach kurz eine Nadel rein, damit ich weiß, okay, das hier werde ich starten. Dasselbe auf der anderen Seite, 1,7 ist hier. Das heißt, wenn ich dann wieder runterkomme, nicht nur bis hier. So, das habe ich mir jetzt ringsherum abgesteckt. Das heißt, ich werde hier, genau in diesem Schnittpunkt, werde ich anfangen zu nähen. Ich habe die Nadel von der Stichlänge her auf eine 3 eingestellt und dann nähe ich einfach alles entlang und in den Ecken jeweils einfach Füßen heben und wenden und dann weiter nähen, bis ihr wieder am Anfang seid. Und das mache ich jetzt auch kurz. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? So, ich habe das Ganze fertig genäht und auch kurz die Fäden noch vernäht. Und ihr seht, so kriegt ihr wirklich super coole, selbstgemachte Tischsets hin mit diesen schönen Ecken auch. Also ich finde, das sieht wirklich super professionell auch aus, ne? Und ja, wie ihr die jetzt noch mit Screenprinting aufhübschen könnt, das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt für das Übertragen oder das Screenprinting braucht ihr natürlich einen Screen. Ich habe den großen von Speedball. Ihr braucht einen Rakel und natürlich die Screenfarbe für Textilien. Dann habe ich schon was ausgeplottet auf Vinylfolie, aber das natürlich gespiegelt. Dann brauchen wir, um das zu entgittern, das Entgitterungstool und dann zum Übertragen das Übertragungsmedium und ein Rakel. Dann zum Abdecken brauchen wir Painter's Tape. Zu diesem Brett unten komme ich gleich noch. Hier ein kleiner Schaber, um die Farbe rauszunehmen und auf den Screen aufzubringen. Dann ein Stück Pappe, um das unter das Element zu bringen, weil das wird, die Farbe drückt jeweils ein bisschen durch. Und dann habe ich immer Zeitungspapier auf dem Tisch. So, jetzt kommen wir zu diesem Rahmen. Ich zeige euch kurz, was ich hier noch zusätzlich habe, weil bis jetzt habe ich ja immer nur den Screen selber verwendet, um zu drucken. Und ich habe mir diese beiden Klammern gekauft und die ganz einfach an ein Brett aufgeschraubt, was ich im Keller hatte. Und unten habe ich einfach Plastiknoppen drauf gemacht, damit mir das auf dem Tisch nicht rutscht. Und jetzt kann man ganz einfach den Rahmen hier dran anlegen, dann diese Klammern heben, drüber geben und dann kann ich das hier ganz einfach festschrauben. Und so habe ich die Hände frei. Da rutscht jetzt auch nichts und der Vorteil ist halt eben auch, wenn ich printe, dann kann ich das anheben, so stehen lassen. Ich habe immer noch die Hände frei und kann dann gucken, hat es überall gut gedeckt, hat es überall Farbe drauf. Wenn nicht, kann ich immer noch mal runtergehen
weil ich bin immer noch im genau selben Ort und das ist halt einfach der Vorteil. Das heißt, ich kann nachdrucken auch und dann einfach nochmal drauf, nochmal den Screen fluten und drauf und dann nochmal Farbe auftragen. Und ich habe jetzt hier schon die Markierungen, weil ich weiß, dass ich nachher mein Element genau hier anbringen werde. Aber jetzt muss ich zuerst kurz die Folie übertragen und dann gucken wir uns das noch weiter an. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Wenn euch das mit dem Übertragen jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann verlinke ich euch hier oben ein Video, wo ich das da ein bisschen langsamer durch den Prozess durchgehe. Und vielleicht auch noch ein Tipp, ihr habt vielleicht gesehen, dass ich hatte ein bisschen Mühe, dass die Vinylfolie wirklich am Sieb geklebt habt. Da könnt ihr das Übertragungsmedium vorher kurz einfach zum Beispiel auf eure Hose draufkleben und wieder abziehen. Dann sind da ein bisschen Fasern dran und dann haftet es auch nicht mehr so stark. Das geht dann auch ein bisschen besser zum Übertragen. So, jetzt kann ich den Rahmen effektiv einspannen. Und dann das erste Element nehmen und auch das Stück Pappe, weil das kommt jetzt hier drunter. Gucke ich einfach, dass das schön die Fläche abdeckt, wo ich printe. Und ihr seht jetzt auch, ich kann den Rahmen hier jetzt offen stehen lassen, habe die Hände frei zum Arbeiten und kann das hier jetzt schön ausrichten. Jetzt liegt der Rahmen zwar unten, aber der hat keinen Kontakt hier, wo der Schriftzug ist. Und so kann ich jetzt zuerst
Farbe aufbringen. Dann guckt ihr einfach, dass ihr auf die Breite, wo das Motiv ist, dass ihr da genug Farbe drauf habt. Weil wenn ihr zu viel habt, das könnt ihr nachher immer noch wieder zurück ins Töpfchen reingeben. Ich weiß jetzt, hier wird es ein bisschen problematisch mit dem großen S, da gebe ich lieber noch ein bisschen Farbe drauf, ansonsten sollte das funktionieren. Was ich jetzt als allererstes mache, ist den Screen zu fluten. Das heißt, ich hebe den ein bisschen an und bestreiche den jetzt quasi wie ein Butterbrot, einfach so, dass überall Farbe drauf ist. Und ich mache am Ende auch immer diese Schwenkbewegung, dass ich die Farbe hier auf dem Rakel drauf habe. So, jetzt kann ich runtergehen und im 45 Grad Winkel das Ganze runterziehen. Jetzt halte ich das kurz ein bisschen fest, damit das hier nicht mitkommt. Et voilà. Und es hat es tatsächlich mit dem ersten schon sauber geprintet und deshalb nehme ich das jetzt weg und lege das zum Trocknen weg. Und dann kann ich auch gleich schon das zweite drauflegen. Forever, forever, forever. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Dann kann ich kontrollieren, ob das so funktioniert hat. Ja, wunderbar. Und das macht ihr jetzt mit allen Stücken und dann könnt ihr den Screen wieder runternehmen und mit Wasser ausspülen. Das Ganze muss jetzt sicher eine halbe Stunde trocknen. Ich sehe es auch ein bisschen, die hat einen Glanz drauf. Wenn es trocken ist, dann ist die nicht mehr ganz so glänzig und dann können wir das Ganze noch fixieren. Wenn das Ganze dann trocken ist, dann sieht es so aus und es sieht jetzt ein bisschen zerkringelt aus, aber wir müssen das sowieso jetzt noch fixieren und da gibt es 2 Varianten oder 3 Varianten. Ihr könnt es mit der Heatpress machen. Das habe ich im letzten Video auch so gemacht. Hier, weil es ein bisschen größer ist als meine Heatpress, dachte ich, ich probiere es jetzt diesmal mit dem Bügeleisen. Da gehe ich für 3 Minuten ohne Dampf, mittlere Hitzestufe, gehe ich da drüber und somit kann ich das dann auch wieder gleich glatt bügeln. Die dritte Variante, wie ihr die Farbe befestigen könnt, ist das Ganze für 8 Minuten bei 150 Grad in den Backofen zu geben. Ich finde es ein bisschen komisch mit Textilien, von dem her mache ich das jetzt kurz mit dem Bügeleisen. Und wenn ihr das gebügelt habt, dann habt ihr hier das wunderbar fixiert. Vielleicht ein Tipp noch zum Bügeln. Ich lege da jeweils ein Backpapier drauf, auch bei 3 Minuten. Ich versuche da halt einfach den Stoff auch so ein bisschen zu schützen. Und das Ganze ist jetzt auch bei 40 Grad waschbeständig und ihr seht auch die Rückseite, das hat ein bisschen durchgedrückt, aber trotzdem, also sieht jetzt nicht unschön aus. Und so habt ihr mit diesen Briefecken wunderschöne Untersetzer, wenn wir dann wieder Besuch kriegen dürfen, dann ist das doch ein schöner Spruch für unter den Teller. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their